Die New Housing 2023, unglaublich viele Exponate, eins anders wie das andere. Hier eine Besonderheit, Baurecht in Estland, 20 Quadratmeter verfahrensfrei. Ich grüße dich, Ralf. Ihr habt euch einiges einfallen lassen, damit ihr die 20 Quadratmeter nicht reißt, oder? Ja, das ist ein Produkt hier, das aus der Ursprungsversion des Škoda Lofts entstanden ist. Es ist etwas schmaler und deswegen ist auch die normalerweise quadratische Front hier rechteckig. Die große Glasfläche bleibt erhalten und bringt dadurch die notwendige Grundfläche auf das erforderliche Maß. Die Treppensituation, die in der Ursprungsversion als echte Treppe vorhanden ist in dieser etwas kleineren Variante als eher Leiter ausgebildet. Und wir haben ansonsten eine gegenüber der Standardvariante gedrehte Sanitäreinheit. Ja, das können wir uns gleich mal angucken. Ich kenne ja die andere noch nicht, aber ich bin mal sehr gespannt. Denn du siehst hier, ihr habt euch in Bezug auf Fenster unglaublich reduziert. An beiden Seiten keine Fenster, nur vorne, gell? Oder habe ich was übersehen? Die Fenster an sich sind nachrüstbar. Was man hier jetzt ausstellt, ist der Standard, wie er klassisch gebaut wird. Eine Besonderheit, die jetzt dieser vom Standard abweichenden Variante typisch ist die eingebaute Standard-Klimaanlage, also ohne Luftwärmepumpe und eine etwas gehobenere Ausstattung. Das können wir uns gleich mal innen angucken. Das Ganze wird in Estland gebaut. Ist das korrekt? Ja, es wird in Tallinn hergestellt. Dort ist das Werk und wird dann über Lübeck in Europa verteilt. Okay, das heißt, kommt per Schiff, oder? Es kommt per Schiff nach Lübeck und dann per Tiefbettlader, weil es eine Höhe von 4 Meter hat, über einen Sondertransport ans Ziel. Alles ist hinterlüftet. Das heißt, wahrscheinlich ist das Haus auch entsprechend offen für Dämpfe und so weiter. Das heißt, es kann von innen nach außen diffundieren? Ja, das ist so, dass wir haben eine Dampfsperre raumseitig und haben jetzt da keine dampfdurchlässige Außenwand. Okay, so, wir gucken uns das Ganze mal an. Preis, wie es hier steht, weil das ist wahrscheinlich eine Frage, die oft gestellt wird, oder? Was kostet? Also ich möchte es dann jetzt gleich dann mit Mehrwertsteuer, Bitte, ja. mit Mehrwertsteuer angeben. Da werden wir so an die 100.000 sein. An die 100.000. So, und die Lieferzeit, wie lange muss ich warten, wenn ich jetzt eins bestelle? Das kommt jetzt auf die Variante an und auf die Auslastung. Also jetzt zum augenblicklichen Zeitpunkt kann ich sagen, dass wir es dieses Jahr noch ausliefern könnten. Das Gebäudeenergiegesetz, GEG, ja, könnt ihr, ich habe schon gesehen, die Wandstärken, unglaublich dicke Wände hier drin. Es könnte langen, oder ist es nach GEG schon? Also man muss ja natürlich da sehen, wo geht's hin. Meistens wird die Frage nach KfW früher 40 gestellt. Diesen KfW 40 Standard schaffen wir gerade so nicht. KfW 55, was jetzt der GEG entspricht, bringen wir natürlich. Allerdings ist es so, dass wir Zusatzmaßnahmen brauchen. Das heißt, die Luftwärmepumpe wird notwendig sein und die ist jetzt erstmal in den Kosten, die ich angegeben habe, nicht enthalten. Okay, das heißt, es kann noch ein bisschen teurer werden, wenn ich eine feste... Aber es gibt ja auch entsprechende Bauplätze, da brauche ich das eben nicht. Und dann bin ich etwas vereinfacht. Das Verfahren hier ist ganz anders. Wir haben einen kubischen Raum, komplett mit indirekter Beleuchtung hier oben. Sehr schick, oder? Ja, also das ist mehrfach, also das Urmodell ist auch schon mehrfach designmäßig ausgezeichnet. Der Hersteller legt da äußerst großen Wert auf dieses Design. Die hier sichtbare Variante ist jetzt in der Standardausführung gezeigt, wie die Wände ausgeführt werden. Das sieht man auch extra, das ist dem Architekten wichtig, die Nägel, die Platten halten. Viele sagen, wollen sie nicht haben. Die Schussnägel? Oder? Ja, die Schussnägel. Und das ist aber kein Problem, das ist praktisch wie eine Glasleiste, kann die abgetupft werden, dann sind sie weg. So, ich zeig's mal. Hier vorne hast du dann ein Badezimmer mit drin. Das Ganze ist pragmatisch ausgeführt. Das Waschbecken ist in der Dusche. Ja, das macht Sinn. Ja, es ist also so, dass hier jetzt schon wegen der geringen Breite und dem dahinterliegenden Technikraum der Platz optimal genutzt werden musste. Achso, das war die Tür von außen, gell, die wir gesehen haben. Die Tür von außen.
Und ich würde dann noch vorher aufräumen, bevor wir da reinfilmen. Okay. Ja, ich muss sie nicht sehen. Also da ist wahrscheinlich die Wärmepumpe drin, Elektrik ein bisschen. Da ist ein Boiler jetzt noch drin, also in der Variante ist ein Boiler drin und der Sicherungskasten und ansonsten die anderen. Warte, ich zeig's mal, ich gehe mal gerade hier rein, dass wir das Ganze mal von hier aus sehen. Hier habe ich hier einen Rückzugsort, weil hier ist ja alles offen. Wenn da ein Pärchen drin lebt, die sehen sich immer und ewig. Also es ist so, oder? Das heißt, es gibt keine Wände in dem Haus. Tiny Leben heißt im Endeffekt ja, an dieser Stelle miteinander klarzukommen. Und die Variante ist jetzt eigentlich nicht gedacht, dass man hier dauerhaft wohnt. Da empfehle ich dann schon die klassische Loftvariante, die dann auch schon wirklich mehr Raum bietet. Und wenn man als Pärchen dauerhaft in Tiny von Kodasema wohnen möchte, dann gibt es da die Extended-Version. Also das sind dann 2 vollwertige Zimmer, die auch räumlich getrennt sind, die auch ausreichend Stauraum dann bieten. Und da sind wir dann entsprechend aufgestellt, dass man auch dauerhaft dort leben kann. So, ich gucke mal raus. Also ich kann mir jetzt vorstellen, hier See oder Stelzen. Es ging ja auch auf Stelzen. Ich könnte es zum Beispiel in Wald bauen. Das habe ich gesehen im Saarland. Gibt es ein neues Tiny House Projekt. Die stehen auf Stelzen, auf einer Konstruktion. Ja, also ich mache auch die Statik für diese Häuser. Und da haben wir ganz verschiedene Anforderungen. Die stehen zum Teil auf Schraubfundamenten. Die Ästen selber stellen die bloß auf Steine. Aber wir machen die eigentlich immer fest am Boden. Und je nach Baugrund haben wir hier dann die Forderung nach Streifenfundamenten oder sonstigen Dingen. So, ihr habt den 3D-Drucker mal laufen lassen ein bisschen. Bitte nochmal? Ich sagte, ihr habt den 3D-Drucker mal laufen lassen. Das sind die Hausmodelle, die es noch gibt, oder? Ja, die jetzt noch nach dem zweiten Messetag vorhanden sind. Das waren mal mehr, die werden immer weniger. Aber man sieht jetzt hier eigentlich schön das mittlere. Soll ich mal mit dem Finger drauf zeigen? Gerne, gerne. Das mittlere hier, da haben wir die klassische Form, wie sich das Coda als Loft und Extended zeigt. Das hat auch diesen Sonnenschutz nochmal in der Fensterfront und die Tiefe des Raums und vor allem die clever gelöste Situation mit der Treppe. So, ich zeige mal gerade hier oben raus. Ich stelle mich mal auf eine Stufe, dass wir das mal gerade hier reinfilmen. Das ist denn der Schlafbereich. Das Ganze hat natürlich noch ein Gitter mit drin. Also mich hat es ziemlich geflasht. Es ist ja auch jetzt erstmal nur ein Ausstellungsstück, um den Leuten mal ein bisschen Lust zu geben auf mehr. Denn jedes Haus ist individuell, oder habt ihr eine Serie? Es sind Serien. Also wir haben 2 Serien. Man sieht es jetzt hier vielleicht nochmal gleich an den Modellen. Die Compact-Serie und die Luftserie. Die Compact ist die ganz links, oder? Die Compact ist hier, die unten. Die ist flacher, die ist nur 3 Meter hoch. Und die andere, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen hatten, ist 4 Meter hoch. Und das hier ist die 4-Meter-Variante? Das hier ist die 4-Meter-Variante. Allerdings, wenn man jetzt die 2 miteinander vergleicht, haben wir hier auf der rechten Seite, auf der oberen Stufe, das ist im Endeffekt das Coda, das wir hier anschauen, genau in der Variante. Und daneben wäre dann praktisch diese klassische Situation des Coda Lofts und Coda Loft Extended. Das Modell ist jetzt hier ein Coda Loft Extended. Verstanden. So, ansonsten bitte schauen, bei Nacht sehen die natürlich viel besser aus, muss man sagen. Denn hier sieht man es auch nochmal mit der Illumination. Kann ich mir vorstellen, dass die Leute da ziemlich ausflippen, wenn die das auf einem Gelände sehen, bei perfekter Lage mit Bäumen und hier natürlich im Hof der Messe. Aber es kommt schon gut an, oder? Ja, also das Beleuchtungskonzept ist auch Teil des Designs. Und da haben wir auch die bekannte estnische Digitalisierung. Das heißt, es ist alles smart steuerbar und auch dimmbar. Und insofern kann man für jede Situation die richtige Beleuchtung schaffen. Komm, wir gehen mal raus. Es ist sehr laut und das Thema Schallschutz ist natürlich nicht gebaut für solche Häuser. Hier draußen ist es doch deutlich weniger. Ist klar, wenn hier 10, 20 Leute drin sind, dann müsste man Schallschutzmaßnahmen an den Wänden durchführen. Mit 2 Leuten brauchst du es nicht. Ja, das ist schon so. Wir haben jetzt hier die Messesituation, die zeigt jetzt nicht das, was man wirklich erlebt. Und der Raumeindruck ist auch dadurch, dass jetzt im Augenblick so viele Personen drin sind, vielleicht nicht optimal 1:1 dem, was man nachher dann erwirbt.
Aber uns war es eigentlich wichtig, von der Internetsituation und der Bilderschau wegzukommen, mal zum Anfassen, mal zum Erleben. Und deswegen war es wichtig, das Koda auch hier zu haben, damit die Kunden eigentlich einfach mal hinfassen können und sehen, was sie bekommen würden. Schwertransport, ne? Schwertransport, über Nacht ist es am Montag früh angekommen. Ja, das heißt, wir sprechen direkt mal über 10.000, 15.000 Euro Kosten. Ne? Ja, das Prinzip war schon von Anfang an klar, dass wir hier eine Situation haben, die der Hersteller bringen muss. Das heißt, die Kosten, die ich vorhin genannt habe, die beinhalten einen Transport bis Hannover. Und ab Hannover ist es so, dass dann ein Zuschlag in Abhängigkeit der Distanz verlangt wird. ist. Ja. Sehr schön. So, wenn ich eins haben möchte, an wen kann ich mich denn wenden? Du sprichst gut Deutsch, kommst du aus Deutschland? Ja, ich sitze hier vor Ort. Ich mache eigentlich normalerweise die Technik und ich bin auch Tragwerksplaner, mache die Statik und die Bauphysik für dieses Haus oder alle Häuser in der Dachregion. Man kann das über Koda Schwarzwald beziehen. Wenn ich in Google was eingebe, was muss ich eingeben? Koda Schwarzwald. Koda Schwarzwald oder einfach Koda SEMA, ist der Vertriebsweg im Endeffekt für Deutschland dargestellt. Es gibt verschiedene Niederlassungen. Es macht natürlich schon auch Sinn, sich an einen Agenten zu wenden, der vor Ort oder in der Nähe ist, weil er dann normalerweise auch die ortsansässigen oder ortsüblichen Randbedingungen, gerade was die Baugenehmigung angeht, kennt. Ist so der typische Kunde ein Ferienpark bei euch auch? Wir haben tatsächlich Ferienparks auch. Der Hotelier ist ein potenzieller Kunde. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eröffnetes Projekt mit einer neuen Fassade, sieht man auch im Internet, mit einer Blechfassade, komplett schwarze Blechfassade wollte der Kunde haben. Das ist eine Parkanlage in Medern am Bodensee. Und der wird praktisch komplett autark betrieben, das heißt, der wird übers Internet gebucht, es gibt einen Buchungscode. Der komplette Ablauf ist so, dass der Hotelier dann seinen Putztrupp durchschickt, sobald er einen Wechsel hat. Und ansonsten muss er sich um gar nichts kümmern. Es wird sich sehr schnell amortisieren, weil die Übernachtungspreise in den Kodas dadurch, dass sie eben diesen Luxus auch bieten und auch die Geräumigkeit in der Extended-Version für Familien bieten, für den Investor an der Stelle schon interessant sind. Also die sind gut gebucht, auch wenn die Preise ein bisschen höher sind, ja? Ja, ich würde nicht mal sagen, dass die Preise höher sind. Oft werden die Preise angesprochen. Ich denke, fair ist, wenn man an der Stelle die Richtungskosten von einem konventionellen Gebäude in der Bauart sieht, kann man klar sagen, dass man bestimmt 20% unter den Kosten, wie wenn ich es jetzt vor Ort plane. Und ich kann es auch skalieren gut. Das heißt, also ich habe eine Preissicherheit, ich kann den Termin ausmachen. Ich bin im Endeffekt von allen Problemen, die der ein oder andere vom Bauen her kennt, befreit. Und finde es eigentlich jetzt auch von der Situation her, ich kenne die Kalkulation, eine faire Sache für beide Seiten. Ja, das heißt, Sie nehmen doch das Thema Baugenehmigung hier in die Hand in Deutschland. Könnt ihr unterstützen? Das können wir mit supporten. Wir bieten es aber jetzt nicht als Hersteller an, sondern das würde ich dann über mein Ingenieurbüro mit betreiben. Sehr schön. Koda bei Koda SEMA. Hier vorne sieht man es nochmal. Wir sind auf der New Housing 2023. Die Messe für euch erfolgreich jetzt schon? Ich kann das nicht abschätzen. Ich bin jetzt nicht im Vertrieb zu Hause, aber ich freue mich drüber, dass so viele Leute da Interesse gefunden haben. Ich finde auch, die Messe an sich ist toll besucht. Wir hatten auch schöne Gespräche und aus der Situation raus würde ich denken, dass es auch unterm Strich dann für den Hersteller ein Erfolg sein wird. Allein schon, weil wir jetzt mal zeigen konnten, wie es gebaut ist, wie es sich anfühlt. Und den Raumeindruck auch mal zeigen, der eben an Bildern nicht darstellbar ist. Ja, ihr habt interessanterweise auch hier in diesem Hof hier gruppiert besonders schöne Designmodelle. Ist das Zufall gewesen oder kommt man das vorher ein bisschen? Nein, also wir hatten tatsächlich mit dem Aufstellen verschiedene Schwierigkeiten hier bei dem Messegelände. Das heißt, wir sind zu groß und kommen nicht durch das Hallentor in die DM-Arena. Weil wir praktisch schon eine eigene Höhe haben von 4 Metern und die Durchfahrtshöhe dort 4,20 Meter ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt muss da noch das Koda auf den Transporter, dann sind wir da eben zu hoch. Dann war die Alternative zu sagen, wir gehen ins Atrium.
Dort war dann die Schwierigkeit des Tors gelöst. Die haben so ein besonders großes Tor eingebaut. Aber der logistische Ablauf mit der Kopplung, Tieflader mit Kran und gleichzeitig nachher dann noch diese Foodtrucks, die da drin stehen, da war das Risiko dann doch zu hoch, dass es da zu Schwierigkeiten kommt, dass das Koda möglicherweise schon dasteht und man nicht dran vorbeikommt. Es steht hier viel besser, finde ich, weil du hast den Raum, den hast du drin nicht. Es wäre, glaube ich, guck mal hier, du kannst von allen Seiten sehen, du hast das Tageslicht, jetzt auch noch bewölkt, perfektes Fotowetter, besser geht nicht, oder? Ja, ich bin da tatsächlich auch der Meinung, dass es der richtige Platz ist und ich würde der Messegesellschaft da auch einfach diesen Fortschritt, den man gegenüber letztes Jahr hat, als Vorteil auch für den Aussteller darstellen, dass wir hier keine Tinies haben, die jetzt irgendwo auf Hilfskonstruktionen stehen, sondern so, wie sie nachher dann tatsächlich auch aufgebaut werden. Und wir haben eben den Vorteil, dass wir den Platz haben, um mit den Kranwegen entsprechend die Kodas zu platzieren. So, und da steht das Koda. So sieht es denn aus, wenn es kaskadiert ist, nebeneinander. Da ist wahrscheinlich zwischen den jeweiligen Modulen ein bisschen Platz dazwischen, oder? Die sind eigentlich so viel Platz, dass man sie hinbauen konnte. Besondere Gedanken hat man sich da jetzt bei diesem Koda Park. Das ist das Bild, was man jetzt sieht, ist direkt am Hafen, Sporthafen von Tallinn. Und die hellen Kodas, das sind Betonkodas. Die sind aus Beton noch. Das war die Urentwicklung und dann hat man gesagt, okay, Bauphysik und alles und Wärmedämmung und so weiter macht sich einfacher und besser in Holz. Und deswegen sind dann die Holzkodas entstanden, das sind die dunklen daneben auf dem Bild. Okay. Es passt aber unglaublich toll auch in ein modernes Stadtbild rein, weil das Problem Tiny-Häuser oft nicht gewünscht, weil sie nicht reinpassen. Aber hier, das ist doch eine Geschichte, da gucken die Leute dreimal hin, oder? Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Wir sind natürlich dadurch, dass die Fassade, wenn man jetzt mal vielleicht auf die klassische Lattenfassade hier schaut, ersetzbar ist durch Blechfassaden. Das machen wir ja eigentlich nicht so gerne, sondern durch Faserzementplatten. Da kommen wir dann an diese Optik, die das unten dargestellte helle Betonkoda hat, schon sehr nah dran. Und wenn man dann das sieht in einer hellen Farbe, dann hat man da ein ganz tolles Stadtbild auch, wenn man die sich so nebeneinander platziert vorstellt. Ja, cool, man kann sie auch übereinander bauen, habe ich gesehen. Man kann sie stapeln, ja. Das ist jetzt eine Lösung, die ist noch getrennt. Das heißt, da ist eine Stahlkonstruktion, die trennt. Der neue Entwicklungsschritt, der jetzt dieses Jahr gemacht wurde, ist, dass wir die jetzt direkt aufeinander stellen, ohne Stahlkonstruktion dazwischen. So, nochmal dein Vorname. Ralf. Ralf war es, genau. Ja. Und dein Nachname? Steinmetz. Ralf Steinmetz und das Ganze heißt Koda Sema. Also wenn ihr das mal googelt und dann, glaube ich, Schwarzwald, hast du gesagt, eingibt. Unsere Niederlassung heißt Koda Schwarzwald, weil wir eben... Koda Schwarzwald. Weil wir hier im Ausläufer da von... Fahr ich morgen hin. Schwarzwald, ja, bin ich. Also ich muss noch Campingplätze drehen in Schwarzwald. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wir sind auf der New Housing 2023 und ich würde sagen, Fazit hier ist... Coole Idee für ganz spezielle Zielgruppen. Die Einzelpersonen, kann ich mir vorstellen, die finden oft andere Lösungen, die dann noch mehr Raum, noch mehr Türen, noch mehr Innenräume oder Mauern bilden. Aber es gibt doch ein Zielpublikum, was das offen will, gell? Ja, es ist so, dass wir, also wie gesagt, für Dauerwohnen das Extended empfehlen. Und da kann man auch im Internet googeln mal, aber YouTube wird relativ viel von dem Wohnen in den Extended berichtet. Ja, da sind Wände drin. Da sind Wände drin und da wohnen auch immer 2 Personen, die werden nicht einzeln bewohnt und die sind da sehr, sehr happy mit. Sehr schön, das ist das Nachbarhaus. Das haben wir auch gefilmt, gibt es ein eigenes Video zu, für alle, die gesehen haben, was steht hier nebenan. Ganz anderes Konzept, auch Made in Germany. Tschüss, vielen Dank, Ralf. Dankeschön.